Herzlich willkommen bei Videowissen. Wir haben ein Riesenproblem in unserer Schullandschaft, möchte ich mal sagen. Es gibt einfach zu wenig Astronomie und wir haben auch ein Problem in Deutschland. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Beide Probleme könnte man lösen, indem wir mehr Astronomie in den Schulen haben, denn es gibt eine besorgniserregende Entwicklung, dass viele Länder entweder gar keine Astronomie in den Schulen haben als Schulfach oder sonst in irgendeiner Form in den Fächern beibringen den jungen Leuten. Oder es gibt sogar die Entwicklung, dass die existierenden Fächer, die es dann gibt, abgeschafft werden sollen. Bildung ist Ländersache. Das bedeutet, jedes Land kann selber entscheiden, wie viel Astronomie sie in die Schule bringen wollen. Ich bin damals in Hessen aufgewachsen, hatte das Problem, dass ich gar keine Astronomie hatte über den regulären Zugang. Und genau das wollen wir eben ändern mit einer Initiative. Und dazu gab es eine Auftaktveranstaltung im November 2023 im Rahmen der bundesweiten Lehrerfortbildung, die im Haus der Astronomie von Olaf Fischer veranstaltet wird und von der Wilhelm und Else Herreus Stiftung unterstützt wird, kamen Lehrkräfte zusammen, auch Bildungsforschende und Leute, die sich mit Didaktik der Physik und Astronomie befassen. Und sie haben sich einfach diesem Problem gestellt und überlegt, was können wir tun, um mehr Astronomie in die Schule zu bringen. Deshalb soll es eben eine Initiative geben, Astronomie als Kickstarter, dass wir eben einerseits verhindern, dass Astronomie abgeschafft wird, dort wo sie in Schulen existiert, aber auch dorthin findet, wo sie eben gar nicht stattfindet. Es gibt natürlich auch für diese Lehrerfortbildung Inhalte, die vermittelt werden, und dazu werden dann einige Videos gepostet werden auf Urknall, Weltall und das Leben, aber auch auf dem Kanal Videowissen. Schaut da mal rein und ich hoffe, ihr unterstützt, wo ihr könnt, diese Initiative. Manchmal gibt es ja vielleicht auch Leute, die hier bei den Videos zuschauen und genau an den richtigen Schalthebeln sitzen, mitentscheiden können, Bildungspolitikerinnen, Bildungspolitiker. Und wenn das der Fall sein sollte, tun Sie bitte etwas dafür, unterstützen Sie unser Projekt, mehr Astronomie in die Schule zu bringen. Denn wir sind überzeugt davon, dass dann auch der Fachkräftemangel dadurch behoben werden kann, weil junge Leute dadurch einfach interessiert sind an MINT-Fächern, an Technik, Mathematik, Naturwissenschaften, Astronomie. Und aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der Leute, die das Ganze unterstützen, ist eben Astronomie der ideale Hebel dafür. Viel Spaß bei den Videos und ja, wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das bitte. Und wenn euch das gefallen hat, natürlich ein Like da lassen. Viel Spaß! Es geht um das, was uns hier eigentlich alle zusammenführt, die Astronomie in der Schule. Und um es etwas dramatisch auszudrücken, die Astronomie in der Schule ist in Gefahr. Und hier sitzt aber eigentlich die gesammelte Kompetenz, die dazu ein großes Wort mitreden darf. Und das wissen wir ja schon lange. Und deswegen hat sich ja im Partnerschulnetzwerk schon vor längerem eine Initiative gegründet, um das Schulfach Astronomie für jedes Kind möglichst, das ist das ferne Ziel, zu etablieren. Aber vor allem erstmal natürlich der Wunsch, die Astronomie in der Schule zu behalten, weil wir wissen, nicht weil wir sozusagen die Astronomie so mögen, natürlich mögen wir die, und weil wir unser Hobby ausleben wollen, überhaupt nicht deswegen. Wir wollen einfach, dass den Kindern ein neues Tor geöffnet wird zur Wissenschaft, zur Naturwissenschaft, zu den MINT-Fächern. Das ist ja gerade das, was uns ganz stark fehlt. Ja, und deswegen gibt es halt einen Auftakt, gibt es diese Initiative, um die Astronomie als Kickstarter zu nutzen, um auch das Bildungssystem insgesamt dem einen Schub zu geben, weiterzuentwickeln, mit dabei zu helfen, es weiterzuentwickeln. Wir wollen da nicht von oben herab die Minister und Ministerinnen da bevormunden oder irgendwas vorschreiben oder was, sondern wir wollen einfach unsere Kompetenz weitervermitteln. Und das muss uns irgendwie gelingen. Ja, und heute ist der Start, der Auftakt zu dieser Geschichte, und der läuft wie folgt ab. Es wird also einige Beiträge geben, ein Plädoyer aus der Wissenschaft, und zwar von Harald Lesch, allen bekannt. Der hat uns über Cecilia, seine Frau, das Plädoyer sozusagen als Video aufgezeichnet und mitgegeben. Danach der grundlegende Beitrag, der wird durch Ralf Böhlemann aus Brandenburg, er wird sich vielleicht auch selbst kurz vorstellen, aber ihr kennt ihn ja, glaube ich, alle, geliefert. Das sind ungefähr 15 Minuten. Danach kommt ein Statement vom OAE, von Markus Pössl. Er sitzt auch schon bereit. Und
das Ganze schließt dann ab mit einem Grußwort von der AG-Präsidentin, was vom Olaf Kretzer, der ja auch im Vorstand der AG ist, verlesen wird. Natürlich muss die Astronomie in der Schule unterrichtet werden. Die Astronomie ist die einzige Naturwissenschaft, die wirklich das Ganze betrachtet. Gut, früher hat man nur Sterne gezählt und war froh, wenn man die Sternbilder da oben kannte. Aber heutzutage ist doch die Astrophysik die Naturwissenschaft, die wirklich alle anderen Naturwissenschaften sozusagen verbindet unter dem großen Dach der großen Fragen. Ob es der Ursprung des Universums ist, eine richtige astronomische Frage, die man allerdings nur beantworten kann, wenn man ganz, ganz viel Physik benutzt. Ohne die Elementarteilchenphysik, ohne Kernphysik, ohne Atomphysik ist die Entwicklung des Universums überhaupt nicht zu verstehen. Die großen Fragen, wie denn alles entstanden ist, wie alles geworden ist, das sind ja dann Fragen, die sofort die Chemie zum Beispiel, also wie entstehen Moleküle im interstellaren Medium, die Biologie, wie entsteht denn Leben auf einem Planeten, ja sogar die Frage nach nachhaltiger Entwicklung auf einem Planeten kann immer astronomisch behandelt werden. Es ist ein idealer Motivationshelfer für den Schulunterricht. Der Blick nach draußen, um dann zum Beispiel den Blick um 180 Grad zu wenden und auf den blauen Planeten zu schauen. Das heißt, die Astronomie ist die ideale Naturwissenschaft. Erstens, um sozusagen Schülerinnen und Schüler anzulocken, in das naturwissenschaftliche Denken hineinzuführen und zweitens, um auch wirklich ganz wichtige, relevante Fragen zu beantworten. Und zum Dritten natürlich, weil es eine hervorragende und außerordentlich interessante Forschungslandschaft darstellt, die es ermöglicht, Schulunterricht im Zusammenhang darzustellen. Und Zusammenhänge, das ist es. Astronomie macht es nämlich möglich, etwas zu verstehen. Und Verstehen ist das neue Lernen. Insofern ist die Astronomie das ideale Fach für eine Schule im 21. Jahrhundert. Okay, jetzt übergebe ich das Wort an den Ralf. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Olaf hat eigentlich die wichtigen Dinge vorneweg schon gesagt. Ich will noch mal die wesentlichen Punkte dieser Initiative zusammenfassen. Ziel ist es also, in dem Beitrag nochmal die wichtigen Ziele dieser Initiative zu beschreiben, zu definieren. Und es ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung von 2 Jahren Arbeit, die die dort stehenden Personen geleistet haben. Außerdem noch Arndt, der sehr aktiv bei den Bildungsstandards mitgearbeitet hat. Olaf hat es erwähnt, es ist wichtig, dass wir am Ende dazu kommen, vielleicht den Weg beschreiben, wie geht es in den nächsten Monaten oder Jahren, es wird ein langwieriger Prozess sicherlich, weiter vorangehen. Zum Einstieg vielleicht der Blick auf unsere Schülerinnen und Schüler im jüngsten Alter. Junge Menschen erkunden Lebensräume in den ersten Lebensjahren. Sie lernen ihre unmittelbare Umgebung kennen und mit großer Neugier erkunden sie die sie umgebenden Menschen, Orte und Phänomene. Sie kommen dann irgendwann in die Schule. Dann ist es so, dass in den Unterrichtsfächern systematisch, aber auch dann überfachlich Dinge betrachtet werden. Und dann kommt man eigentlich irgendwann an die Stelle, dass der Lebensraum Erde der größte ist, den die Jugendlichen oder die Kinder erfahren. Und wenn man jetzt mal die Kármán-Linie als Grenze zwischen Atmosphäre der Erde und Weltraum nimmt, dann endet die für Schüler erklärbare Welt 100 Kilometer über dem Meeresspiegel. Es gibt natürlich erfreulicherweise Ausnahmen, wir kennen die auch alle im Raum, aber wir müssen schon, glaube ich, feststellen, dass das auf die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler zutrifft, dass darüber hinaus relativ wenig passiert. Gegenwärtig erhalten etwa 6,5% aller Schülerinnen und Schüler einen verbindlichen Astronomieunterricht. Hier sind die Länder gezeigt, die Bundesländer, in denen das passiert. Das ist, wie gesagt, der verbindliche, obligatorische Unterricht. Und es gibt darüber hinaus, das wissen wir, Dinge in Rahmenlehrplänen der MINT-Fächer, die passieren. Das heißt, es gibt hier und da natürlich astronomische Kontexte. Unterm Strich müssen wir aber sagen, dass das unbefriedigend ist. Wir wissen auch, dass bei anderen Schulen, die also nicht in diesen 3 Bundesländern liegen, es immer davon abhängt, ob Ressourcen an den Schulen vorhanden sind, ob Lehrer da sind, Stunden, ob die Bereitschaft vorhanden ist, solche Aktivitäten im Astronomiebereich
zu machen. Und wir stellen fest, an vielen Schulen ist das nicht der Fall. Das sehen wir als ein großes Defizit an. Und wir, das sind also die Lehrkräfte vom Partnerschulnetzwerk und die Vertreter aus der AG Astronomie, Bildungsausschuss. Und wir sehen es also als dringend notwendig an, dass allen Schülern in Deutschland ein Angebot im Bereich Astronomie unterbreitet wird. Und wir schlagen vor, die Jahrgangsstufe 9 bzw. 10 dafür auszuwählen. Das ist nur ein Problem. Es gibt ein weiteres und das ist eigentlich noch viel größer und wir wissen das auch alle aus unserer täglichen Arbeit. Und dieses größere Problem hat auch unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Bettina Stark-Watzinger, am 14. und 15. März auf dem sogenannten Bildungsgipfel in Berlin festgestellt und ausgesprochen. Das war der Bildungsgipfel, wo 2 Bundesländer nur vertreten waren. Auch daran kann man einiges ablesen. Und sie hat nämlich gesagt, ich zitiere, die Bildungsrepublik Deutschland steckt in einer tiefen Krise. Das war auch der Anlass dieses Treffens. Es ging da natürlich nicht um den Astronomieunterricht, es ging um MINT und einige andere Bereiche und um die Digitalisierung in erster Linie. Wir stellen fest, dass dieser Zustand also auch nicht plötzlich und unerwartet aufgetreten ist, sondern es ist einer, der einen Vorlauf hat von vielen Jahren und der hat sich in der Corona-Pandemie-Zeit verstärkt, beziehungsweise diese Symptome wurden sichtbar oder sichtbarer und wir denken, es besteht also auch aus dieser Sicht Handlungsbedarf. Es geht dabei wahrscheinlich insbesondere um Ressourcen, die bereitzustellen sind, aber auch um Strukturfragen, also zum Beispiel um die Frage, ob wirklich alles so bleiben muss bei der Verteilung der Rolle der Bundesländer und des Bundes bei Bildungsfragen. Wir sehen ja, dass bei anderen wichtigen Fragen wie Zentralabitur oder Bildungsstandards in Mathematik, in Deutsch, anderen Fächern, dass man sich auch auf Bundesebene einigt. Und aus unserer Sicht wäre es auch sinnvoll, sich bei Kernfragen der Bildung, auch was zum Kern der Allgemeinbildung gehört, im Bund verständigen müsste. Ja, es ist eine gewisse Beliebigkeit da. Es soll natürlich auch einen Spielraum geben in den Ländern, keine Frage. Aber ich denke, die Frage, was gegenwärtig Allgemeinbildung ist, auch mit Blick auf die Probleme, die wir haben, sollte man also diese Frage also auf jeden Fall aufwerfen und auch auf Bundesebene klären. Betrachten wir nur ganz wenige Kernprobleme, die wir als Gesellschaft gegenwärtig haben, dann können wir zum Beispiel schauen auf die Energiewende, auf den Klimawandel, auf die Digitalisierung. Wir stellen fest, egal was es ist, bei jeder Lösung des Kernproblems benötigt man Kompetenzen im Bereich der Naturwissenschaften oder im MINT-Bereich. Ja, und genauer gesagt, wir brauchen Menschen, die diese Kompetenzen besitzen. Wir sehen hier mal eine Folie, wie es aussieht gegenwärtig. Der Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Herbstreport, Stand September 2023. Es fehlen knapp 286.000 Fachkräfte im MINT-Bereich. Und dazu zählen also wirklich diese 3 Bereiche, die werden also erfasst, also ob Akademiker, Meister, Techniker oder Ausbildungsberuf. Es fehlt also eine erhebliche Anzahl. Diese Lücke ist natürlich groß und sie bedeutet, dass das Bildungssystem in Deutschland gegenwärtig nicht in der Lage ist, auch nur ansatzweise diesen Fachkräftebedarf zu bedienen. Diplomphysiker und Kabarettist Vince Ebert stellt in seinem Buch Lichtblick statt Blackout sehr treffend fest dazu, zitiere, was nützt es, in Ethikräten, Symposien und intellektuellen Zirkeln über Strategien für eine lebenswerte Zukunft zu diskutieren, wenn es in diesem Land immer weniger Menschen gibt, die überhaupt imstande sind, die dafür nötigen Technologien, Ideen und Innovationen zu erfinden, zu entwickeln und umzusetzen. Das fasst das, glaube ich, sehr gut zusammen, das Problem. Das nächste Problem, wir haben nicht nur eine Arbeitskräftelücke im MINT-Bereich generell, wir haben auch eine bei den Lehrern. Das ist eine Übersicht, die zeigt den Lehrerbedarf und das Lehrkräfteangebot in den nächsten Jahren bis 2035.
gegliedert nach verschiedenen Schulformen. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, vielleicht nur so viel. Alles, was unter der Abszisse ist, ist also ein Mangel. Was da drüber ist, ist ein Überschuss. Wir sehen, das geht natürlich ziemlich hoch und runter. Wir wissen, diese Zahlen sind schlecht zu prognostizieren. Das heißt, wir wissen auch nicht, wer zum Beispiel in 2, 3 Jahren ein Studium in diese Richtung anfängt und beendet und so weiter. Und man weiß auch nicht, wie die Bundesländer in den nächsten Jahren reagieren und an diesen Kurven eventuell was ändern. Aber das ist erstmal eine Prognose, die zeigt, es gibt einen Mangel und der sieht erstmal nicht so schlimm aus. Es gibt also auch kritischere Erhebungen. Aber das ist die Sicht der KMK. Das hat also die KMK selber in den Bundesländern abgefragt und hier zusammengefasst. Eine zweite Zahl: Nach einer Forsa-Umfrage durchgeführt im Herbst 2022 war im Mittel in Deutschland Schulen 1,6 Lehrkräftestellen pro Schule nicht besetzt. Das klingt erstmal nicht viel, aber wenn man mal 36 Unterrichtswochen nimmt, 28 Lehrerwochenstunden, dann bedeutet das, dass pro Schule und Schuljahr 1612 Unterrichtsstunden nicht fachgerecht vertreten werden oder einfach ausfallen müssen. So, was folgt daraus? Das folgt daraus, wir haben ein Problem im MINT-Bereich und wir haben die Aufgabe, den Bereich zu stärken. Und aus unserer Sicht kann und sollte die Astronomie dabei eine Rolle spielen. Warum? Ja, weil sie es kann, das werde ich noch ausführen. Und weil es eine Option ist und ich sage mal, in solchen Situationen sollte man auch alle Möglichkeiten prüfen, die hier auf dem Tisch liegen bzw. angeboten werden. Die Begründung geht also in diese Richtung, dass eine Notwendigkeit besteht und die besteht darin, dass also der Teil der Weltbetrachtung, die die Astronomie liefert, grundsätzlich Bestandteil der Allgemeinbildung sein sollte. Ja, und andererseits hat natürlich das Fach Astronomie die Möglichkeit, die MINT-Fächer zu stärken, indem sie neue Zugänge, neue Kontexte schafft und auch diese Fächer zusammenführt. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir diese Initiative Kickstarter genannt haben, weil die Astronomie durchaus die Möglichkeit hat, hier auch über die Motivation der Schülerinnen und Schüler da eine Weiterentwicklung im MINT-Bereich zu ermöglichen. Die vorhin genannten Personen haben sich also jetzt in vergangenen 2 Jahren, kann man sagen, sehr oft getroffen und haben überlegt, welche Materialien wir erstellen können, um diesen Prozess zu unterstützen. Also man kann nicht fordern, ein Fach Astronomie und auf der anderen Seite keine weiteren Informationen dazu geben. Im Ergebnis kam raus ein Vorschlag für Bildungsstandards für das Fach Astronomie. Die Struktur dieses Dokuments sieht so aus. Das kennen wir also durchaus von anderen Standards, etwa in den Hauptfächern, die vom IQB veröffentlicht werden. Also da hat man ähnliche Strukturen. Es wird der Bildungsbeitrag beschrieben, das Kompetenzmodell, das zugrunde liegt und die eigentlichen Bildungsstandards und Inhaltsbereiche. Wie gesagt, es ist ein Vorschlag und orientiert sich aber an den vorhandenen Materialien, die beispielsweise für das Fach Physik oder für Naturwissenschaften zur Verfügung stehen. Wir haben auch bewusst gleichartige Gliederungen der Standards wie im Fach Physik genommen und haben natürlich geschaut, was kommt dazu in der Astronomie oder was spielt vielleicht nicht die Rolle, wie das in der Physik ist. Ansonsten sind die anderen Kompetenzbereiche in ähnlicher Weise bearbeitet worden. So, und worum geht es bei dem Beitrag eines Faches Astronomie? Es sind die 3 hier stehenden Punkte im Wesentlichen: allgemeine Ziele, Beiträge des Fachs. Das sind Dinge, die kennen wir, wenn wir Astronomie an der Schule unterrichten. Es geht also um das zielgerichtete Beobachten und Beschreiben, dann das Zusammenbringen mit den Phänomenen des Alltages dazu. Es geht um die Stellung des Menschen in Zeit und Raum, ein sehr wichtiger Punkt, zu dem die Astronomie was liefern kann.
Und dann haben wir natürlich die üblichen Dinge, Entwicklung des Universums, der Sterne und des Sonnensystems und auch die Bedingungen der Existenz, Entstehung von Leben. Diese Punkte sind ausgeführt in den Standards, aber auch in den Inhalten, und dieses eine Themenfeld, die Tabelle, zeigt mal ein Beispiel auf, wie ein Inhaltsfeld, das erste Themenfeld von diesen dreien, strukturiert ist. Man sieht, es gibt also die verbindlichen Inhalte, Vorschläge für Beobachtungen und Experimente, die wir als sinnvoll erachten, und mögliche Kontexte, die man da einbeziehen könnte. Hier und da gibt es auch Vorschläge für Vertiefungen, für inhaltliche. Das sind hier nicht so viele, aber in anderen Teilgebieten eben auch. Und die Inhaltsbereiche 2 und 3, die orientieren sich an den eben genannten Schwerpunkten und sind in ähnlicher Weise, auch in ähnlichem Umfang ausgeführt. Diese Materialien, diese Bildungsstandards, auch wie diese Inhaltstabellen, sind auf der letzten Folie nochmal angegeben, also Verweise auf Internetquellen bzw. auf eine Veröffentlichung. Das heißt, die kann man auch nochmal in Ruhe nachlesen. Das würde ich jetzt gleich nochmal zeigen. Also dieses Positionspapier Astronomie als Kickstarter findet man unter dem ersten Link. Ich will noch verweisen auf Anhänge. Einmal einen Anhang, dort gibt es Vergleiche zwischen den bestehenden Bildungsstandards der KMK im Fach Physik, einmal für die Sekundarstufe 2, aber auch einmal für den mittleren Schulabschluss, damit man sehen kann, wie praktisch diese Standards sich in die Standards der Naturwissenschaften bzw. der Physik einordnen oder welches Verhältnis sie dazu haben. Es gibt außerdem eine Anlage, die führt in jedem Bundesland einen Ansprechpartner auf. Das heißt, man hat in jedem Bundesland einen Ansprechpartner, den man also kontaktieren kann. Und unser Ziel ist es, dass wir als Gruppe, die diese Materialien erstellt haben, auch Kontakt aufnehmen zu diesen Personen und uns abstimmen, wie auch die nächsten Schritte sein werden. Eine weitere Quelle, die nächste Ausgabe in Astronomie und Raumfahrt, wird ebenfalls diese Materialien beinhalten in einem Artikel. Wir haben außerdem 4 Seiten davon alle in unserer Mappe, Erfahrungsmappe, und können das also nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Es gibt noch etwas weiteres, was in dieser Anlage enthalten ist. Und das sind Unterstützer. Es ist eine Unterstützerliste und das sind Personen aus allen Teilen der Gesellschaft. Und ich will mal einen Unterstützer zitieren. Und zwar hat Herr Professor Hartmut Rosa aus Jena, er ist Soziologe, geschrieben: Spätestens mit Beginn des Anthropozäns, mit der Erkenntnis, dass menschliches Handeln planetare Grenzen berührt, gewinnt die Einsicht, dass die Erde eingebettet ist in ein komplexes, umgreifendes kosmisches System, unmittelbare Handlungsrelevanz. Astronomie ist dann kein Luxus mehr, sondern stiftet essentielles Orientierungswissen. Astronomie muss Schulfach werden, jetzt. Und in dem Sinne ist vielleicht das ein gutes Schlusswort. Und das wäre sozusagen der Weg, den wir gehen wollen. Und ich will vielleicht zum Schluss sagen, wie aus unserer Sicht die nächsten Schritte sein könnten. Es wäre möglich, dass wir die MINT AG der KMK kontaktieren. Sie nimmt sich zumindest auf KMK-Ebene solche Fragen vor und es wäre möglich, dass wir also auf dem Weg mit dieser MINT AG weiterkommen. Und dazu ist zu sagen, dass wir auch 3 Politikerinnen eingeladen haben. Einmal die KMK-Präsidentin, Frau Günter Wünsch. Wir haben auch die Bundesministerin, Frau Stark-Watzinger, eingeladen und auch die Kultusministerin von Baden-Württemberg. Es
Hat leider keiner Zeit gehabt von den dreien. Ja, und wir müssen also die anderen Wege gehen, die wir eben aufgezeigt haben. Danke für die Einladung, hier eine Stellungnahme des OAE abzugeben. Da ich davon ausgehe, dass der OAE eher unbekannt ist in dieser Runde, habe ich noch 2 Folien am Anfang, was wir eigentlich sind. Die Internationale Astronomische Union kennen ja vermutlich die meisten hier, und sei es durch die unrühmliche Episode mit Plutos Planetenstatus. Allgemein ist es aber die Dachorganisation der professionellen Astronomen weltweit, gegründet vor etwas mehr als 100 Jahren. Und neben Planetendefinitionen trifft die IAU auch so wichtige Definitionen wie die von den grundlegenden Koordinatensystemen. Seit 2009 übernimmt die IAU auch gesellschaftliche Verantwortung. Das war eine bewusste Entscheidung, ging einher mit der Gründung von Büros, von Offices. Und das letzte und neueste Office ist eben der Office of Astronomy for Education, der nach einer entsprechenden internationalen Ausschreibung dann hier am Haus der Astronomie gelandet ist. Wir betreuen insbesondere ein Netzwerk von mittlerweile 404 Bildungskoordinatoren, Koordinatorinnen in inzwischen 117 Ländern. In Deutschland ist das die sozusagen qua Amt die Bildungskommission der AG, die da mitmischt. Und da gibt es auch vieles an interessantem Austausch. Ich habe jetzt hier nur als Werbeblock, ich will hier nicht ins Detail gehen, einige Dinge, die vielleicht auch für die hier Anwesenden interessant sein könnten, genannt. Also wir haben das geerbt, das Aktivitätenportal Astro.edu, wo eine ganze Reihe netter Aktivitäten, alle peer-reviewed, zugänglich sind. Zu der Frage, die hier aufkam mit astronomischem Allgemeinwissen, gibt es tatsächlich von der internationalen Community ein Konsenspapier. Das sind die Schlüsselideen der Astronomie. Das ist die deutsche Übersetzung schon, ansonsten Big Ideas in Astronomy. Und wir sind als OAE derzeit sehr aktiv darin, frei zugängliche Materialien, also Open Educational Resources unter Creative Commons Licenses, zugänglich zu machen. Und wer Interesse an irgendeinem von diesen Punkten hat, astro4 mit einer 4 edu.org ist die Webseite, wie hier gezeigt, wo man das alles sieht. Zum Thema des Abends. Eine unserer Aufgaben ist zumindest als Beobachter zu schauen, wie steht es denn um die Astronomie in der Schule weltweit. Und da ist es leider so, dass die in Deutschland vorherrschende Situation auch die weltweit vorherrschende Situation ist, nämlich dass Astronomie nicht als eigenes Fach besteht, sondern ausgewählte Themen in Physik, Erdkunde und ähnlichen Fächern unterrichtet werden. Es gibt Ausnahmen. Der schönste Ausreißer in der Hinsicht ist Chile. Chile hat natürlich auch eine ganz besondere Beziehung zur Astronomie über die dort ansässigen Observatorien. Und weil Observatorien ja heutzutage nicht kolonialistisch ins Land kommen und sagen, hier, gebt uns mal den Platz, wir müssen unsere wichtige Arbeit machen, sondern weil das heutzutage so läuft, dass dann eben auch die nationalen, lokalen Astronomen und Astronominnen entsprechend Beobachtungszeit bekommen. Das ist in Chile schon seit einiger Zeit der Fall. Chilenische Astronominnen und Astronomen sind daher weltweit begehrte Kooperationspartner, weil die guten Zugang zu den dortigen Großteleskopen haben. Und Chile, das weiß Olaf Fischer natürlich deutlich besser als ich, weil er jetzt wirklich seit Jahren ja die entsprechenden Kontakte, die entsprechenden Fortbildungen macht, ist in der Hinsicht dann eben so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir haben Astronomie als natürliche Ressource und wir möchten das auch in der Schule abbilden, entsprechend 3 Jahre in der Grundschule Astronomie und durchgehend in den weiterführenden Schulen. Wir sind natürlich mit genau solchen Themen, welche Rolle kann die Astronomie in unserer Bildungslandschaft spielen, mit vielen verschiedenen Werten für unsere, in Kontakt mit unseren Bildungskoordinatoren, Koordinatorinnen. Und es ist generell schwierig, das merken wir hier in Deutschland ja auch. Es ist schwierig, die Kontakte zu bekommen. Es ist schwierig, Politik und Ministerien so weit anzusprechen, dass da
auch etwas passiert. Dass wir in Baden-Württemberg zumindest im Fach IMP astronomische Inhalte unterbringen konnten, war nicht, weil wir mit irgendwelchen tollen Argumenten ans Ministerium gegangen wären, sondern weil im Ministerium schon entsprechend interessierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren, die uns da geholfen haben. Ganz von außen zu kommen in so einem Minenfeld wie der Bildungspolitik ist ganz generell schwierig. Und auch das sehen wir, ist eine internationale Erfahrung. Allgemein ist die Wichtigkeit von ausgebildeten Lehrkräften kaum zu überschätzen. Ansonsten haben wir in vielen Ländern, wo die Astronomie eben noch nicht so weit ist, wie beispielsweise in Deutschland, haben wir tatsächlich ein Henne-Ei-Problem. Kann nicht zum Ministerium gehen und sagen, hier wäre doch eine tolle Idee, Astronomieunterricht zu machen, solange die Lehrer dafür nicht ausgebildet sind, und die Lehrer werden nicht dafür ausgebildet, solange es nicht die Absicht gibt, ein entsprechendes Fach zu machen. Also dieses Problem ist ebenfalls ein großes Problem, und die Lösungen sind natürlich auch ganz unterschiedlich, soweit man sie Lösungen nennen kann. Also derzeit sind die meisten entsprechenden Vorhaben unserer Bildungskoordinatoren, die ja so ein bisschen die Entsprechung sind zu der Art von sehr engagierten Menschen, wie sie auch hier im Raum sitzen, tatsächlich erst einmal die Schiene über die vorhandenen Fächer oder über außerschulische Aktivitäten zu gehen. Und entsprechend ist es halt auch so besorgniserregend, wenn in Thüringen gesagt wird, die Fächer werden zusammengelegt. Was passiert dann mit der Astronomielehrerausbildung? Und sobald die Astronomielehrerausbildung weg ist, kann man davon ausgehen, dass die Astronomie auch nicht mehr auch zum Abschluss freigegeben ist. Also das ist einfach die große Sorge an der Stelle, und das ist, denke ich mal, an der Stelle auch der Grund, warum Thüringen im Moment so ein wichtiger Fall eigentlich für das ganze Vorhaben, Astronomie in Deutschland in Schulen zu bringen ist. Das waren so ein bisschen auch die negativen Seiten. Es ist eine schwere Aufgabe, das ist auch eine Erfahrung, die alle machen. Was aber auch stimmt, ist, dass wir dieselben positiven Erfahrungen weltweit machen. Unsere Bildungskoordinatoren, Bildungskoordinatorinnen sind sämtlich Freiwillige, die bei der Sache sind, weil sie selbst die Erfahrung gemacht haben, dass man jugendliche Kinder, Schülerinnen und Schüler mit Astronomie begeistern kann. Das ist eine Erfahrung, die Sie ja vermutlich mit den meisten hier im Raum teilen. Deswegen habe ich jetzt zu diesen internationalen Bildern auch das Gruppenbild der letztjährigen bundesweiten Lehrerfortbildung entsprechend prominent dazu gepackt. Also da ist wirklich auch im internationalen Vergleich auf alle Fälle etwas dran. Das ist nicht nur eine Sache von persönlicher Wahrnehmung, sondern diese Kraft der Astronomie wirklich zu begeistern und, wie Harry vorhin ja auch schon gesagt hat, sozusagen als Einstiegswissenschaft zu begeistern, über die Interessen den Einstieg in die Naturwissenschaften zu finden. Das ist wirklich etwas, was wir in allen Ländern sehen. Und last but not least sprechen natürlich auch die Daten dafür. Astronomie ist einfach etwas, was Schülerinnen und Schüler interessiert. Hier nochmal von der inzwischen auch schon etwas zurückliegenden Rose Study, Relevance of Science Education. Das war damals eine Interessensstudie, eine sehr umfangreiche Interessensstudie mit 15-Jährigen in verschiedenen Ländern. Svein Sjöberg, 2001 bis 2019. Das ist jetzt, wenn da steht The Winner ist, dann ist mit Gewinner tatsächlich gemeint, das sind mehr als 100 Themen und Fragen aus allen Naturwissenschaften, die sie Schülerinnen und Schülern vorgelegt haben. Und die Frage ist, was davon finden die Schülerinnen und Schüler am spannendsten? Da war alles dabei von Gesundheitsfragen bis hin zu Technikanwendungen. Und das, was wirklich, wenn man die Jungen und Mädchen zusammen auswertet, was da wirklich an der Spitze liegt, ist einfach die Möglichkeit von Leben außerhalb der Erde. Das ist die Frage, mit der man die meisten Schülerinnen und Schüler erreicht in diesem wirklich internationalen Feld. Und das unterstreicht ja auch nochmal die Eignung der Astronomie als Einstiegswissenschaft. Und das ist, denke ich, sowohl international als auch hier unser stärkstes Argument. Selbst wenn da Politiker, Politikerinnen sind, die vielleicht selbst mit der Astronomie nicht so viel am Hut haben. Die Frage, wie man Schülerinnen und Schüler für MINT interessieren kann, daran haben die Politikerinnen und Politiker alle natürlich Interesse. Da soll es hingehen. Und da gibt es halt gute Daten und auch gute Erfahrungswerte natürlich, dass Astronomie genau das leisten kann. Darüber hinaus, als Office of Astronomy for Education, wir reden den Nationen natürlich nicht hinein, was sie machen sollen. Ob es nun Astronomie im Physikunterricht ist, der gestärkt wird, oder wie in dieser Initiative hier Astronomie als eigenes Fach. Ich habe Ihnen deswegen sozusagen so den allgemeinen Rahmen gegeben. Das, was wir auf alle Fälle sagen,
und auch belegen können. Und ja, gebe damit zurück an Olaf. Vielleicht kurze Vorstellung. Mein Name ist Olaf Kretzer, ich komme aus Thüringen, also genauer gesagt aus Suhl. Dort leite ich eine Schule- und Volksstandwarte, die bei uns nach den gegenwärtigen, hoffentlich auch noch lange geltenden Regelungen als Haus 3 unseres Gymnasiums firmiert, weil wir Astronomie in der 9. bzw. 10. Jahr noch im Pflichtunterricht haben. Und wir haben es dann auch darüber hinaus in der 11. und 12. noch im Kurs, je nach Gegebenheit der Schule. Ich habe also Physik und Astronomie, Lehramt studiert. Ja, warum ich hier stehe, hat natürlich einen anderen Grund, weil ich außerhalb dieser Sache eben auch noch den Bildungsausschuss der Astronomischen Gesellschaft leite und seit 1,5 Jahren jetzt auch im Vorstand der Astronomischen Gesellschaft tätig bin. Speziell natürlich für solche Fragen der astronomischen Bildung. Und meine Präsidentin, Frau Professor Stefanie Walch-Gassner von der Uni Köln, die seit wenigen Wochen Präsidentin der AG ist, möchte Ihnen ihre Grüße ausrichten. Sie ist aber gerade auf einer anderen Tagung, etwas sehr weit weg. Und deswegen hat sie mich gebeten, ob ich ein Grußwort eben verlesen kann. Liebe Freunde der Astronomie, als Präsidentin der Astronomischen Gesellschaft und im Namen des Vorstandes der AG freue ich mich, so viel astronomisch interessierte Vertreter aus Schulen, aber auch Hochschulen hier in Heidelberg zu sehen. Vielen Dank für Ihren Einsatz beim Weitertragen von astronomischem Wissen, Inhalten und Fertigkeiten. Als hier in Heidelberg vor 160 Jahren die Astronomische Gesellschaft gegründet wurde, war sie eine der weltweit ersten astronomischen Vereinigungen, die sich der astronomischen Forschung, der Internationalisierung der Astronomie, aber auch der Intensivierung der astronomischen Bildung annahmen. War es zuerst vorrangig die Unterstützung der Ausbildung des astronomischen Nachwuchses, gelangte auch die astronomische Bildung in den Schulen in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr in den Blickpunkt. Als Ausdruck dessen sei hier nur stellvertretend die Tätigkeit und auch natürlich die Existenz des Bildungsausschusses der Astronomischen Gesellschaft, dessen Vorsitzender heute vor Ihnen steht, genannt. Es ist aus unserer Sicht unbestritten, dass die Astronomie und die von ihr nicht zu trennende Raumfahrt eine einzigartige Funktion der Wissenschaft ausfüllt. Wohl keine andere Wissenschaft verbindet so viele Wissenschaftsgebiete miteinander. Physik, Mathematik, Biochemie, die naturwissenschaftlichen Klassiker. Aber Astronomie und Raumfahrt binden auch geisteswissenschaftliche Bereiche mit ein. Genannt sei hier Geschichte, Ethik und Philosophie und manchmal auch, das ist mit ein Smiley, die Wirtschaftswissenschaften. Ich vermute mal, da geht es ums Geld hier, ne? Erinnern wir uns auch darüber hinaus, dass es in dieser international so unruhigen und schwierigen Zeit auch nur ein funktionierendes Beispiel internationaler Zusammenarbeit gibt: die Raumstation ISS. Auf der anderen Seite zeigen uns verschiedene Studien zum Interesse an MINT-Fächern in der Schule sowie die Bewerberzahlen in diesen Bereichen der deutschen Hochschulen und Universitäten, dass wir zunehmend ein Problem haben und noch weiter bekommen werden: das Fehlen des Nachwuchses in den Bereichen, welche bisher Garant für den Erfolg der deutschen Wirtschaft in der Vergangenheit waren. Wenn auch die Astronomie in den deutschen Schulen leider bisher nur eine vernachlässigbare Rolle spielte und spielt, sie hat das Potenzial, eine fächerverbindende Rolle zu spielen, um das Interesse an den Natur- und Ingenieurwissenschaften zu steigern. Wir als Astronomische Gesellschaft unterstützen daher die Intentionen und Ziele, die mit dem heute hier präsentierten Projekt für mehr Astronomie in deutschen Schulen ausdrücklich. Wir wünschen dem Projekt viel Erfolg und sind bereit, mitzuhelfen an dessen Realisierung. Mit freundlichen Grüßen, Frau Prof. Dr. Stefanie Walch-Gassner. So, danke. Ich meine, ich könnte natürlich als Vorsitzender des Bildungsausschusses hier zu der Sache noch unendlich viele Sachen erzählen und auch natürlich die Frage, wie das mit der Astronomie in meinem Heimatland weitergeht. Das ist eine ganz andere spannende Frage. Ich hoffe, dass, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr hier wieder sehen, dass wir da hoffentlich ein paar positive Entwicklungen benennen können. Bis dahin, wir werden weiter am Ball bleiben. Wir werden über Wege, die wir schon angedeutet haben, danke nochmal, Ralf, und überhaupt danke nochmal dem Lehrernetzwerk, das an den Bildungsstandards gearbeitet hat und sicherlich noch arbeiten wird. Aber wir sind natürlich auch angewiesen
auf Ideen und auf auch Unterstützung von allen, die hier sind, aber auch vom Lehrernetzwerk, das ja eigentlich ganz Deutschland vertritt, weil wir brauchen natürlich Ideen. Und wir brauchen natürlich, so muss man es auch sagen, manchmal, das wurde auch gerade schon angedeutet von Markus, man braucht auch mal das Vitamin B. Das heißt, die Beziehungen in gewisse Ämter, in gewisse Ministerien und so weiter und so fort hinein. Und ich möchte hier nochmal jeden auffordern, mal, wer solche Beziehungen hat oder jemanden kennt, der für uns da noch ein bisschen was bewirken kann, den auch mal anzusprechen. Denn das ist ein Projekt, ein großes Projekt, ein langwieriges Projekt, das muss man uns im Klaren sein. Wir stoßen es an, wir müssen es natürlich verfolgen und wir müssen halt beharrlich und wir müssen nervig bleiben, damit uns keiner so schnell abweist. Dankeschön. Astronomie als Kickstarter, das ist das Thema. Es gibt den Lehrkräftemangel, es gibt den Mangel im MINT-Bereich und Astronomie kann da nach unserem Dafürhalten eine große Rolle spielen. Bei mir persönlich war es so, ich wurde in Hessen ausgebildet, bin dort zur Schule gegangen. Ich hatte mich schon sehr früh für Astronomie interessiert. Leider gab es damals in den 80er Jahren keinerlei Angebote von astronomischen Lerninhalten in der Schule. Es gab aber in der 9. Klasse, da war ich 16 Jahre alt, ein Angebot einer Projektwoche dann teilzunehmen. Und da war zum Glück, hier war es auch wieder der Fall, ein engagierter Lehrer, der astronomische Kenntnisse hatte. Kein Astronomielehrer, der das unterrichtet an der Schule, sondern jemand, der einfach privat da sehr viel sich drauf geschafft hat. Der kannte sich mit Teleskopen aus. Der hatte im Prinzip da ein Angebot gemacht. Und das war wirklich für mich auch augenöffnend. Das war toll. Die Leute waren begeistert und das war eine ganz tolle Erfahrung. Natürlich auch spannend gewesen, dass wir dann uns nachts getroffen haben. Es war dunkel, wir haben beobachtet. Aber ich werde zum Beispiel nie vergessen im Leben, wie toll der Saturn ausgesehen hat im Teleskop, wenn man das zum ersten Mal mit eigenen Augen sieht. Er war winzig, aber er war gestochen scharf. Das Teleskop war kein 1-Meter-Teleskop, das war ein kleiner Refraktor, aber es sah wirklich fantastisch aus. Und wenn man dann noch weiß, dass das Licht ungefähr 1 Stunde unterwegs war, um von dem Ringplaneten zu uns zu kommen, das vergisst man nie mehr. Danach hat mich in meinem Berufsleben, bevor ich dann Chefredakteur von Stern und Weltraum wurde, haben mich Lehrerfortbildungen sehr beschäftigt. In Bayern war ich ja bei der TU München angestellt. Wir haben dort den Excellence Cluster Universe, der jetzt Excellence Cluster Origins heißt und eben gefahren wird von verschiedenen Universitäten, Ludwig-Maximilians-Universitäten München und TU München, sowie den Max-Planck-Instituten dort, die sich mit Physik und Astronomie befassen, und der Europäischen Südsternwarte ESO, die sind ja da beteiligt. Und wir hatten da genau diese Kompetenz vor Ort genutzt, um Lehrkräfte in Bayern fortzubilden, aber auch dann bei bundesweiten Lehrerfortbildungen. Es konnte also jede Lehrkraft zu uns kommen und konnte Wissen aus erster Hand erfahren. Wir haben natürlich dann auch die Leute da hingeschickt zu den Fortbildungen, die auch kommunikativ waren, sozial kompetent, sozial intelligent, die gut mit den Leuten umgehen konnten, um dann genau diese Inhalte, die man auch auf dem bayerischen Lehrplan bis heute eben vermitteln kann, nämlich Astrophysik in der Klasse 12, zu vermitteln. Und es war ein voller Erfolg nach allen Rückmeldungen, die ich da bekommen habe. Wir haben ein Konzept aufgestellt. Es war eine ganz tolle Geschichte und die Lehrkräfte waren sehr dankbar, dass sie uns als professionelle Astronominnen, Astronomen, Teilchenphysikerinnen und Teilchenphysiker an der Seite hatten, um hier die Kompetenz zu bekommen, aber natürlich auch, um einfach Rückfragen zu haben. Aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist auch das Netzwerken dabei. Die Lehrerinnen und Lehrer kommen in Kontakt mit anderen Leuten, vielleicht von anderen Schulen, die da schon Erfolge gefeiert haben. Es gibt so viele Beispiele, wo an Schulen Astronomie erfolgreich vermittelt wird. Sobald es zum Beispiel eine Sternwarte gibt an der Schule, die vielleicht aus privaten Mitteln oder von einem Förderer, von einem reichen oder einer reichen Person gespendet wurden, all das hilft natürlich dann, Astronomie unter die Leute zu bringen. Und jedes Mal stelle ich fest, die Kinder und Jugendliche sind einfach begeistert von dem Thema, genauso begeistert, wie ich das damals als kleiner Junge war. Und deshalb sollten wir das wirklich nutzen. Aus meiner Sicht ist es eine verschenkte Chance, wenn wir keine Astronomie nutzen, entweder als eigenständiges Schulfach, was es ja zum Teil in einigen Bundesländern gibt,
oder eben zumindest als astronomische Lehrplaninhalte in der Schule, ehrlich gesagt so früh wie möglich, auch wenn es vielleicht nur ein paar Stunden sind in der Grundschule. Auch da habe ich schon Erfahrungen gesammelt. Das war auch mehr oder weniger privat passiert, dass dann eben Lehrkräfte mitbekommen haben von der Grundschule, als damals meine Söhne im Grundschulalter waren, von wegen, sie sind doch Astrophysiker, können Sie nicht mal was zum Sonnensystem erzählen? Auch da habe ich die Erfahrung gemacht, 1., 2., 3. Klasse, ganz egal. Die Kinder saugen das auf wie ein Schwamm, dieses Wissen, ob das Sonnensystem ist. Sie kennen zum Teil auch die Namen zum Beispiel. Also man hat da verblüffende Begegnungen. Kinder, die zum Beispiel die richtige Reihenfolge der Namen der Planeten wissen, aber nicht nur auf Deutsch, auch auf Griechisch zum Beispiel. Also ich habe da ganz tolle junge Persönlichkeiten kennengelernt. Und diese Bereitschaft, astronomisches Wissen aufzunehmen, das müssen wir fördern. Deshalb auch für alle anderen MINT-Fächer ist es aus meiner Sicht ein Riesenvorteil, die Astronomie zu nutzen, denn sie ist wahnsinnig interdisziplinär. Sie enthält alle Naturwissenschaften, Physik, Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie, alles ist in ihr enthalten und da kann man also wunderbare Beispiele finden. Schöner Aufhänger ist auch zum Beispiel die Science Fiction. Man kann mit Schülern und Schülerinnen Filme gucken, kann die besprechen. Ist es realistisch, wenn der Marsianer eine radioaktive Probe in seinem Rücken hat, um sich auf dem kalten Mars zu wärmen? Ist es realistisch, wenn in dem Film Interstellar irgendwelche Raumschiffe in die Nähe von einem schwarzen Loch reisen, sich dort aufhalten, dann zurückreisen? Wenige Stunden sind für die Leute im Raumschiff vergangen, aber es sind Jahre unter Umständen für diejenigen vergangen, die auf einer Heimatstation, einem Heimatraumschiff verblieben sind. All diese Effekte, verrückte Effekte der Zeitdehnung in der Relativitätstheorie, all das kann man wunderbar Schülerinnen und Schülern näher bringen. Und aus meiner Sicht ist es wirklich eine verpasste Chance, wenn man die nicht nutzt. Also bitte, mehr Astronomie gibt der Sache einfach eine Chance. Und ich denke, wenn der Wunsch ja einfach da ist von Eltern und auch von den Kindern, dann wird es auch Lehrkräfte geben, die ausgebildet werden in dem Bereich. Also irgendwann müssen wir einfach da anfangen. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, denn Leute, die dann ausgebildet werden im naturwissenschaftlichen Bereich, werden auch einen sicheren Job haben später. Und auch wenn sie vielleicht ganz woanders unterkommen, es lohnt sich. Natürlich beflügelt die Astronomie und Weltraumforschung auch sämtliche technische Anwendungen und die wiederum natürlich auch die Ethik dahinter, also sich damit zu befassen. Was bedeutet das Ganze? Wie begreifen wir uns auch selbst als Menschen, die im Universum leben, die an den Himmel blicken und dann diese Gesamtheit von allem eigentlich sehen? Und man muss sich nur vorstellen, wenn Galileo Galilei vor 400 Jahren, 1609 ungefähr war es ja, nicht an den Himmel geschaut hätte, wo wären wir heute, wenn er nicht ein holländisches Fernrohr hergenommen hätte, um dann andere Systeme zu erforschen, die Jupitermonde entdeckt hat. Das war die wichtigste Entdeckung. Er sieht, dass nichts hier in dem Fall beim Jupiter um die Erde kreist, sondern diese kleinen Punkte, die Monde von Jupiter, die großen galileischen Monde heute genannt, Ganymed, Europa, Callisto und Io, die kreisen nicht um die Erde, auch nicht um die Sonne, sie kreisen um Jupiter. Und er sieht sofort ein Beispiel für das Gravitationsgesetz, was da realisiert ist, was einfach eine naturwissenschaftliche Anwendung ist im Kosmos. Und natürlich auch die technische Entwicklung. Danach wurde man beflügelt, noch bessere Teleskope zu bauen. Heutzutage das größte Weltraumteleskop, wenn man sich das mal vorstellt, also rund 400 Jahre danach, ist das James Webb-Teleskop, was einen 6,5 Meter Spiegel hat. Deutlich größer natürlich als das galileische Fernrohr damals, aber es kann natürlich noch tiefer in das All gucken, wir können noch mehr herausfinden, wir können zurückschauen bis an den Anfang von allem. Ist das nicht fantastisch, wenn man sich das mal überlegt, dass wir begreifen können, woher wir kommen und auch uns auf die Suche machen können, ob wir da draußen Brüder und Schwestern haben, anderes Leben. Mittlerweile ist es ein Riesenthema. 1995 wurde der erste Exoplanet entdeckt, ein Planet außerhalb des Sonnensystems. Mittlerweile haben wir mehr als 5500, von denen wir sicher wissen, und es sind natürlich noch mehr da draußen. Mittlerweile kann man die Atmosphären dieser Objekte analysieren. Man kann versuchen, dort Wasser zu finden, Biosignaturen. Wer weiß, vielleicht wird man in den nächsten wenigen Jahren schon die ersten Spuren von Leben außerhalb des Sonnensystems finden.
was das für immense geisteswissenschaftliche Implikationen für uns hat, zu begreifen, dass wir nicht allein sind im Universum, das wagt man ja gar nicht abzuschätzen. All das, eine Entwicklung, eine natürliche Entwicklung der Astronomie, die natürlich geboren wurde aus einer jahrtausendenalten Tradition, damals, wo man vielleicht angefangen hatte, Kalender aufzubauen, Lunisolar-Kalender, Kalender, die sich nach dem Mond oder eben nach der Sonne richten, heutzutage vielleicht noch ablesbar bei dem Osterfest, dass es da gewisse Mondkalender gab, die mal eine Rolle gespielt haben. Aber all dieses Wissen geht verschütt, wenn wir uns nicht die Mühe machen, die jungen Leute auszubilden in dem Bereich, zu erklären, wo kommt das Ganze her, warum gibt es Schalttage, Schaltsekunden, wie kann man das Ganze überhaupt messen. Wir brauchen Ingenieurinnen und Ingenieure, die das Ganze bauen können müssen. Wir sehen es an dem Mondprogramm, was jetzt wieder angefangen wird mit Artemis. Lange Zeit eben, nachdem die Apollo-Missionen in den 1960er und 70er Jahren erfolgreich waren, machen sich jetzt wieder Menschen die Mühe, eine Rakete zu bauen, um zum Mond zu kommen. Aber vieles von dem Wissen, was ja eigentlich erst Jahrzehnte alt ist, ist verschütt gegangen, weil die Leute weggestorben sind, die das einfach wussten, wie das geht. Die Daten vielleicht auch gar nicht in der Form gesichert wurden. Also all das blüht uns eben, wenn wir jetzt die Chance vertun und dann eben es nicht schaffen, das ganze Wissen an die junge Generation weiterzugeben, das Wissen zu erhalten. Wir brauchen wissenschaftlichen Nachwuchs, die jungen Leute, die auch künftig Raketen bauen, die künftig auch die ganzen technologischen Entwicklungen vorantreiben, die Visionen haben. Und wir brauchen natürlich auch die Leute, die die Grundlagenforschung betreiben, denn das ist genau der Motor für Innovation, für Technologie, für Technik, für die Welt von morgen. Und wenn wir da nicht dranbleiben, dann können wir wirklich einpacken. Deshalb, das ist ein Plädoyer für die Grundlagenforschung, es ist ein Plädoyer für Bildung und ich hoffe, dass es ankommt bei den Entscheidungsträgern und wir machen uns auf jeden Fall auf, um mehr Leute dafür zu gewinnen. Astronomie muss wieder in die Schule. Wenn ihr das Ganze unterstützt und Teil auch vielleicht von dem Ganzen werden möchtet, liked dieses Video, verbreitet es weiter, unterschreibt Petitionen für mehr Astronomie in der Schule. Astronomie ist natürlich Ländersache, das heißt, man muss in den einzelnen Ländern vorgehen und auch jedes Kultusministerium, jedes Bildungsministerium in jedem Bundesland überzeugen. Zum Teil gibt es noch das Schulfach Astronomie, zum Teil gibt es auch astronomische Lerninhalte an Schulen, aber eben nicht für alle. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen es überall in Deutschland, aber wir brauchen es natürlich auch in der ganzen Welt. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Und in Deutschland darf es nicht bitte weniger werden. Bitte unterstützt das.